Neue Heimat Kroatien. Lohnt sich das Auswandern für Rentner nach Kroatien? Ist dieses traumhafte Urlaubsziel für den Ruhestand geeignet? Ist das Leben in Kroatien günstiger als in Deutschland? Wie sieht es mit meiner Rente aus? Bekomme ich sie ohne Probleme überwiesen? Was ist mit der Krankenversicherung und was ist mit der Steuer? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so solltest du das auf jeden Fall tun, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Gebe gerne einen Daumen nach oben, falls dir das Video gefallen hat. Dieses Video entstand auf Wunsch eines Zuschauers und zwar auf Wunsch von dem Franz N. aus unserer Community. Am Ende werde ich noch mal ein paar kurze Worte darüber sagen, denn der Franz, der lebt bereits seit einigen Jahren in Kroatien. Die Republik Kroatien ist seit 1. Juli 2013 Mitglied der Europäischen Union und von daher kann man sich pro Halbjahr 90 Tage mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass aufhalten. Man kann einreisen mit dem Flugzeug oder auch mit dem Auto. Seit 24. Oktober 2021 ist Kroatien als Hochrisikogebiet eingestuft. Eine Impfpflicht für die Einreise ist nicht vorgesehen, aber es gibt einiges zu beachten. Es kann sich ständig was ändern. Es sind hier aktuelle Informationen per heute. Also wer jetzt vorhat, einzureisen, sollte sich immer tagesaktuell informieren. Es wird von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Kroatien dringend abgeraten. Wenn man jetzt nach Kroatien einreisen möchte und möchte dort leben, benötigt man eine Sozialversicherungsnummer. Das ist eine 11-stellige Zahl, die sogenannte OIB. Ich blende das mal ein, hier diesen Text. Und die beantragt man beim zuständigen Finanzamt. Man kann das aber auch schon online von Deutschland aus machen. Die Anträge sind nur in kroatischer Sprache. Für die Anmeldung benötigt man verschiedene Formulare. Also wie ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist die Bürokratie in Kroatien mindestens genauso wie in Deutschland, wenn nicht sogar noch schlimmer. Also man benötigt Formular 1b, Formular 6b, den Impfausweis oder Testergebnis plus Kopie von der Krankenversicherungskarte, Reisepass. Dann benötigt man Passbilder im kroatischen Format. Also die haben nicht die gleiche Größe wie unsere Passbilder. Könnt ihr also nicht von Deutschland aus mitnehmen, müsst ihr dort vor Ort machen lassen. Dann muss man 100 Kuna, das ist die kroatische Währung, hinterlegen. Also 100 Kuna sind ungefähr je nach Kurs 14 Euro. Dann muss man natürlich den Grund der Anmeldung angeben, warum man dort ist. Ja, arbeiten oder Rentner oder eigenes Haus, Umzug, was auch immer. Und wenn man jetzt keine Arbeit nachweisen kann, muss man einen Kontoauszug nachweisen mit einem Kontostand von ja, rund 10.000 Euro. Bei Ehepaaren muss man eine Heiratsurkunde vorlegen und das Kuriose dabei ist, dass diese Heiratsurkunde nicht älter als 6 Monate sein darf. Also man muss sie sich quasi frisch in Deutschland ausstellen lassen. Man muss eine Unterkunft nachweisen können, entweder zur Miete oder man hat Wohneigentum erworben und dann kann man eine Genehmigung für 5 Jahre oder später dann auch für 10 Jahre bekommen. Wie sieht es aus mit der Rente? Also die Rente von einer gesetzlichen Rentenversicherung wird ohne Probleme nach Kroatien überwiesen, genauso wie die Riester-Rente oder Rürup-Rente. Wer eine Werkspension oder eine normale Pension bezieht, bekommt diese ebenfalls ohne Probleme überwiesen, genauso wie eine private Rente, also aus einer privaten Rentenversicherung. Achtung bei Erwerbsminderungsrentnern. Also wer noch nicht regulärer Altersrentner ist und eine Erwerbsminderungsrente bezieht, für deren Anspruch auch die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine Rolle spielt, kann diese Erwerbsminderungsrente unter Umständen verlieren. Also lass dich da unbedingt von der deutschen Rentenversicherung beraten, denn Rente bei verminderter Erwerbsfähigkeit wird unter Umständen nicht ins Ausland gezahlt, wurde die Rente diese Erwerbsminderungsrente bewilligt, weil wegen der eingeschränkten Erwerbsfähigkeit kein geeigneter
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wird die Zahlung bei Wohnsitzverlegung eingestellt, weil die deutsche Rentenversicherung kann nicht kontrollieren, ob vielleicht auf dem ausländischen Arbeitsmarkt ein vergleichbarer Arbeitsplatz vorhanden wäre. War der Gesundheitszustand die Voraussetzung für die Gewährung der Rente, so wird diese auch nach Kroatien gezahlt. Also im Normalfall gibt es keine Probleme, egal welche Art von Rente. Sie werden alle nach Kroatien überwiesen. Vorsicht, wie gesagt, bei Erwerbsminderungsrente. Lest unbedingt in dem Bescheid zur Erwerbsminderungsrente den Grund für die Bewilligung nach. Das ist ganz entscheidend dafür, ob die Rente auch nach Kroatien überwiesen wird. Jetzt geht es um die Krankenversicherung. Liebe Zuschauer, also diese Recherche zur Krankenversicherung, die war wirklich sehr zeitaufwendig, weil alle, die ich kontaktiert habe, die vor einigen Wochen, Monaten oder auch vor Jahren nach Kroatien gegangen sind alle noch in Deutschland gemeldet und haben allesamt ihre deutsche Krankenversicherung behalten. Deswegen meine Bitte, wenn jetzt hier irgendwas nicht richtig sein sollte und jemand von euch weiß aus Erfahrung, wie es wirklich ist, bitte unten in die Kommentare eine Richtigstellung, dass auch die anderen Zuschauer die richtigen Informationen bekommen. Also grundsätzlich ist jeder kroatische Staatsbürger über eine geregelte Krankenversicherung pflichtversichert. Deutschland hat auch mit Kroatien ein Sozialversicherungsabkommen. Im Normalfall, wenn man als Rentner eine Rente aus der gesetzlichen Krankenversicherung bezieht und die KVDR, also die Krankenversicherung der Rentner, erfüllt, ist man ja pflichtversichert. In diesem Fall bleibt die Krankenversicherung in Deutschland erhalten. Für freiwillig gesetzlich Versicherte gilt das nicht. Also wer jetzt gesetzlich versichert ist in Deutschland, ist weiterhin in Kroatien krankenversichert, muss er sich das Formular S1 von der deutschen Krankenversicherung aushändigen lassen und erhält dann auf Antrag eine Versichertenkarte der gesetzlichen Krankenversicherung in Kroatien. Wer freiwillig gesetzlich versichert ist, kann seine gesetzliche Krankenversicherung nicht behalten. Der muss denn sehen, dass er eine Krankenversicherung in Kroatien bekommt. Die gesetzlichen Krankenkassen, egal ob AOK oder wie sie alle heißen, die weisen aber auch schon bei Urlaubsreisen nach Kroatien darauf hin, dass zwar grundsätzlich der Krankenversicherungsschutz besteht, aber nicht alle Leistungen von der Krankenkasse übernommen werden und weisen, wie gesagt, selbst bei Urlaubsreisen schon darauf hin, dass man eine Auslandsreisekrankenversicherung haben sollte. Deswegen ist es auch sehr sinnvoll und wichtig, dass man vielleicht eine private Krankenzusatzversicherung abschließt. Die kann man direkt vor Ort in Kroatien abschließen. Also für die in Deutschland freiwillig gesetzlich versichert sind oder waren, besteht die Möglichkeit der Direktversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung in Kroatien, die heißt abgekürzt HZZO. Die ist zuständig für freiwillig oder Privatkrankenversicherte. Eine Pflegeversicherung gibt es in Kroatien nicht. Die privaten Zusatzkrankenversicherungen kann man in Kroatien für einen relativ günstigen Beitrag abschließen. Es wird generell empfohlen, seine deutsche Krankenversicherung nicht vorzeitig zu kündigen. Gerade bei Rentnern ist es sehr schwierig, wieder in die KVDR, in die Krankenversicherung der Rentner zu kommen. Und bei Privatkrankenversicherten, die sich keine Anwartschaft erhalten haben, ja, da kann es sein, dass sie nur die Grundsicherung bekommen für teures Geld und weniger Leistung. Also bei der Krankenversicherung, wie gesagt, meine Recherchen haben ergeben, dass alle sich immer noch nicht bei der kroatischen Krankenversicherung angemeldet haben, aus den eben genannten Gründen. Und man sollte sich das auch gut überlegen. Man müsste denn aber dafür auch einen Wohnsitz, eine Meldeadresse in Deutschland haben, dass man das aufrechterhalten kann. Also wer sich mit der Krankenkasse näher beschäftigen möchte, der muss dann weiter recherchieren. Also ich bin jetzt hier mit meinen Recherchen am Ende.
Die Sprache. Ja, die Amtssprache in Kroatien ist Kroatisch. Es gibt dann noch regional einige Minderheitensprachen. Junge Leute sprechen auch ja, teilweise Englisch, manche sprechen auch Deutsch. Dennoch wird natürlich empfohlen, wer in das Land auswandern möchte, sollte auch die Sprache lernen. Das kann man schon im Vorfeld hier über einen Kurs in der Volkshochschule oder über die App Duolingo oder was es da noch so alles gibt. Und dann sollte man auch bedenken, dass die Formulare in Kroatien auch in der Regel auf Kroatisch sind. Also Kroatisch etwas lernen, die Grundkenntnisse sollte man beherrschen. Das wäre schon eine gute Voraussetzung, um dort auch soziale Kontakte knüpfen zu können. Kommen wir jetzt zu dem Thema Steuern. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kroatien gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen, um eben eine doppelte Besteuerung zu vermeiden. Das Besteuerungsrecht liegt grundsätzlich bei Deutschland. Die entsprechenden Artikel kann man nachlesen im Doppelbesteuerungsabkommen Artikel 18 bzw. Artikel 19. Die Höhe der Rente in Kroatien muss aber gegenüber der kroatischen Finanzverwaltung erklärt werden, obwohl die Besteuerung in Deutschland erfolgt. Ja, und dann ist es so, dass die unbeschränkte Steuerpflicht nicht angewendet wird. Also wer einen Wohnsitz in Kroatien hat, eine deutsche Rente bezieht, in Deutschland steuerpflichtig ist, unterliegt der beschränkten Steuerpflicht. Beschränkte Steuerpflicht, das wissen viele inzwischen, bedeutet ja Verlieren aller Vergünstigungen mit einer Ausnahme, und das ist der Rentenfreibetrag. Der wird auch bei beschränkter Steuerpflicht gewährt. Alle anderen Freibeträge, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, alles fällt weg, sodass ja unterm Strich eine sehr hohe Steuer anfallen kann. Man kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen. Dazu benötigt man von der kroatischen Steuerbehörde ein bestätigtes Formular über die Höhe der Einkünfte in Kroatien, beziehungsweise hat man keine Einkünfte, dann eben entsprechend ausgenullt. Dann muss man 90% des Welteinkommens aus Deutschland beziehen, und ausländische Einnahmen dürfen nicht über dem jeweiligen Grundbetrag des jeweiligen Jahres liegen. Dann hat man die Möglichkeit, einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht zu stellen, was natürlich wesentlich günstiger ist. Die Lebenshaltungskosten. Also zu den Lebenshaltungskosten möchte ich mich eigentlich gar nicht groß äußern, weil ich da auch ganz verschiedene Meinungen zu hören bekommen habe. Der eine sagt, in Kroatien ist es von der Sache her alles viel günstiger, bis auf wenige Ausnahmen. Der nächste sagt, also ich merke überhaupt gar keinen Unterschied zu Deutschland. Und wahrscheinlich hängt das natürlich auch davon ab, welche Region du dir aussuchst, an der Küste, im Gebirge oder eben im Hinterland. Ja, je mehr man zu den touristischen Zentren kommt, umso teurer wird es wahrscheinlich. Das ist mit den Preisen für Immobilien, mit den Lebenshaltungskosten wahrscheinlich mit allem so. Und ich persönlich war vor vielen Jahren mit meinem Mann in Kroatien. Das ist kein Maßstab, es ist schon zu lange her, um jetzt da vergleichen zu können. Wir waren in der Nähe von Zadar an der dalmatinischen Küste und sind von unserem Feriendomizil immer nach Zadar gelaufen. Wir haben natürlich auch Stadtbummel gemacht und Cappuccino, Kaffee und so weiter zu uns genommen. Aber wie gesagt, die Preise kann man jetzt nicht mehr vergleichen. Es war eine ganz andere Zeit. Deswegen muss jeder erstmal für sich rausfinden, welche Region hat er für sich ausgewählt und wie sind da die jeweiligen Preise. Es gibt spezielle Regionen, Istrien zum Beispiel, die besonders teuer sind, und dann gibt es wieder Regionen, wo man sehr günstig alles erwerben kann. Also bitte recherchiert selber, wenn es soweit ist. Es kann sich ja auch ständig irgendwas ändern. Auf jeden Fall wird es noch eine Weile dauern, ehe der Euro in Kroatien eingeführt wird. Aktuell ist der Kuno Zahlungsmittel. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Klima in Kroatien. Also im Norden und im Landesinneren Kroatien herrscht vor allem kontinentales Klima. So sind die Sommer meist trocken, sonnig und mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen um die 28 Grad.
im Winter so etwa bei 5 Grad. Es kann aber durchaus auch schneien. Also unter 0 Grad ist es durchaus möglich, dass auch in Kroatien die Temperaturen sinken und die Leute auf Schneeski müssen. An der Adriaküste mit malerischen Stränden herrscht mediterranes Klima mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen um die 30 Grad im Sommer. Es gibt quasi 3 Klimazonen und je nach Jahreszeit ist die Region und je nach Jahreszeit und Region ist das Klima eben verschieden. Also man kann da nicht einheitlich alles für Kroatien sagen. Man hat also nicht nur Küste, sondern auch Gebirgsregion und das flache Hinterland. Im flachen Hinterland kann man durchaus auch autark leben. Für Rentner, die das Klima am Meer mögen, lohnt sich Kroatien auf jeden Fall. Ja, und hier noch ein kleiner Nachtrag. Also viele fragen auch immer, was ist mit dem Auto? Also mit dem Auto, das ist so eine Sache, soweit wie ich herausgefunden habe, muss man, wenn man sein deutsches Auto mit nach Kroatien nimmt und dort ein kroatisches Kennzeichen beantragt, eine Einfuhrsteuer bezahlen. Behält man sein deutsches Kennzeichen, ist ja Voraussetzung, dass man noch eine Meldeadresse in Deutschland hat und man muss dann aber nicht zum TÜV alle 2 Jahre nach Deutschland. Man kann auch innerhalb von Kroatien, ich glaube alle 12 Monate ist es dann, den TÜV durchführen lassen. Man kriegt dann dort keine TÜV-Plakette, sondern eher so ein Schreiben, was man immer bei sich führen muss. Ja, und dann habe ich irgendwo gelesen, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber dass man Autos, die älter als 7 Jahre sind, gar nicht nach Kroatien einführen darf. Das mal nur so am Rande, weil viele Männer fragen immer gerade, ja, was ist mit dem Auto? Jeder Auswanderungswillige sollte, also ist meine Empfehlung und das empfehlen eigentlich auch viele andere, sollte vor dem Auswandern mindestens mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate in dem betreffenden Land verbracht haben. Und das gilt natürlich auch für Kroatien. Kroatien hat noch einen kleinen Nachteil. Und zwar gibt es in einigen Landesteilen aufgrund des Balkankrieges immer noch eine ganz schöne Anzahl von Landminen. Es gibt zwar ein Programm zur Entminung, aber die Entminung ist noch nicht komplett im ganzen Land erfolgt. Das sollte man auch beachten, so als kleiner Hinweis. Ja, und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses Video auf Wunsch eines Zuschauers gemacht habe. Dieser Zuschauer, der Franz Nöbauer, der ist 2018 nach Kroatien ausgewandert, ist aber auch noch in Deutschland gemeldet, so wie ich das mitbekommen habe, und hat auch noch seine deutsche Krankenversicherung. Aber er hat natürlich viel Erfahrung gesammelt. Er ist auch umgezogen. Er hatte Häuschen mit Grundstück und einiges andere. Er hat darüber ein Buch geschrieben. Also für die, die es interessiert, sollten sich ruhig dieses Buch zulegen. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal und auch eine Facebook-Gruppe oder Facebook-Seite. Und den Link zu dem YouTube-Kanal stelle ich unter dieses Video. So, das war jetzt so ein grober Überblick über Kroatien. Also das muss nun jeder für sich selber entscheiden, wie er das handhabt, ob er sich jetzt nur ein Feriendomizil zulegt in Kroatien, das selber nutzt und wenn er es nicht selber nutzt, zwischenzeitlich vermietet oder ganz und gar hinzieht oder halbe halbe oder unter 183 Tage in Kroatien bleibt, um die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu genießen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall ist Kroatien ein sehr, sehr schönes Land. Ich habe es mit meinem Mann zusammen in sehr angenehmer Erinnerung und wir wollten eigentlich immer noch mal wieder hin, aber durch diesen Virus C ist ja alles anders geworden. Und na, mal sehen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also, gute Entscheidung treffen, Kroatien in die engere Wahl ziehen, ja oder nein, plus, minus, entscheidet für euch.